Danke, Justina, für dieses wunderschöne Zeugnis. Ich glaube, dieser kleine Funken innere Leere, dieser kleine Funken Unvertrauen, dass Gott es gut mit uns meint, ist in jedem von uns. Sonst würde die Gottesmutter nicht 30 Jahre in Medjugorje erscheinen und uns immer wieder einladen zum Gebet. Gebet heißt letztlich nichts anderes als mit Gott in Zwiesprache kommen und bereit sein, die Dinge, die wir so gerne verstecken in unserem Herzen, ihm zu zeigen und ihn zu fragen, ob das okay ist und ihn einzuladen, einfach mit uns durchs Leben zu gehen. In Medjugorje entstanden in diesen 30 Jahren große Werke der Nächstenliebe. Diejenigen, die letztes Jahr im Dom waren, erinnern sich an Mutter Elvira, die hier berichtet hat von dieser außergewöhnlichen Gemeinschaft, die sie gegründet hat und durch die viele junge Menschen, die tief in der Droge gesteckt sind, für die es medizinisch keine Hilfe mehr gab, zum neuen Leben gefunden haben. Wir wissen, dass das größte Haus der Gemeinschaft Cenacolo sich in Medjugorje befindet. Und heute freut es mich ganz besonders, jemanden in unserer Mitte zu begrüßen, der auch, inspiriert durch Medjugorje, etwas gegründet hat, was in seiner Form, in seiner Art und Weise einzigartig ist. Mary's Meals, die Mahlzeiten der Gottesmutter, um 10 € ein Kind ein ganzes Jahr lang eine tägliche Schulmahlzeit zu ermöglichen. Das geschieht entweder nur mit schottischer Sparsamkeit, Magnus kommt aus Schottland, oder wirklich inspiriert durch die Gottesmutter. Magnus, ich freue mich sehr, dass du heute da bist und ich bitte dich, uns etwas zu berichten von diesem wunderbaren Werk, das du gegründet hast und das mittlerweile täglich 600.000 Kindern in den ärmsten Ländern der Welt eine Schulmahlzeit und damit auch den Schulbesuch ermöglicht. Bitte, Magnus. First of all, I would just like to apologize that I only speak English. Zuerst möchte ich Sie alle um Verzeihung bitten, dass ich nur Englisch spreche. I'm very happy to be back here in this place and to be able to speak with you a little bit about the work of Mary's Meals. Ich bin sehr froh, an diesem Ort wieder sein zu können und mit Ihnen ein bisschen über Mary's Meals zu sprechen. Especially when so many of you here support this work. Besonders wenn so viele von Ihnen hier dieses Werk unterstützen. And more than anything, I am happy to have the opportunity to thank you for that with all my heart. Und mehr als alles andere bin ich froh, dass ich die Möglichkeit habe, Ihnen von ganzem Herzen zu danken. This work of Mary's Meals is a fruit of Medjugorje. Dieses Werk, Mary's Meals, ist eine Frucht von Medjugorje. I first went there in 1983 when I was 14 years old. Ich ging zum ersten Mal dorthin in 1983, als ich 14 Jahre alt war. And the experience that I had there with my family led my parents to turn our home, a small hotel, into a retreat center. Die Erfahrung, die wir dort hatten, und ich mit meiner Familie, bewegten meine Eltern dazu, ihr kleines Hotel in ein Familiengebetshaus zu verwandeln. We call it a family house of prayer, and we simply have invited people to come and spend time with us there in prayer and to learn about the messages of Our Lady. Es ist ein Exerzitienhaus, wir nennen es Familiengebetshaus, und es kommen Menschen dorthin, mit uns zu beten und Exerzitien zu leben. After I left school, when I was a young man, I became a fish farmer. Als ich zur Schule ging, war ich ein junger Mann und wurde ein Fischzüchter. In 1992,
after the war had begun in Bosnia, I decided with my brother to try and just do one very small thing to help the people who were suffering there. In 1992, als der Krieg in Bosnien war, beschloss ich mit meinem Bruder, eine kleine Sache zu tun, zu unternehmen, um den Menschen dort zu helfen. And we asked our friends, people we knew, to give us clothing and food so we could drive it to refugees near Medjugorje. Wir baten alle unsere Freunde, uns Medikamente und Kleider und so weiter zu geben und Nahrungsmittel, um sie herunterzufahren zu den Flüchtlingen, die um Medjugorje herum waren. I took 1 week's holiday from my work. We drove the things there, and then I came back home thinking I would go back to work as normal. Ich nahm eine Woche Ferien von meiner Arbeit, fuhr herunter und dachte, dass diese Woche vorbei war, dass ich zurück zu meiner Arbeit gehen würde. But God had a completely different plan, because all these things continued to pour into our home in Scotland. Aber Gott hatte einen völlig verschiedenen Plan, völlig anderen Plan, denn die ganzen Hilfsgüter flossen weiterhin in unser Heim ein. So I prayed about it and I decided to give up my job and I sold my house and I began driving back and forth to Bosnia. So betete ich, entschloss mich, mein Haus zu verkaufen, meine Arbeit aufzugeben und nur noch zwischen Bosnien und Schottland hin und her zu fahren. Over the coming years, the work grew and we began working in other countries too, like Romania and Latin America and Africa. In den darauffolgenden Jahren wuchs die Arbeit und wir begannen in anderen Projekten mitzuhelfen, in Rumänien, in Südamerika, verschiedenen und Afrika, in Liberia. In 2002, this particular work of Mary's Meals was born. Im Jahre 2002 wurde diese spezifische Arbeit Mary's Meals dann geboren. And it was born in Malawi, where that year there was a terrible famine. Es wurde in Malawi geboren. In diesem Jahr damals herrschte dort eine große, schreckliche Hungersnot. And I was invited there by people who had also had a conversion at Medjugorje, people who lived in Malawi, and we began working with them to help feed people. Ich wurde dorthin eingeladen von Menschen, die auch in Medjugorje eine Umkehr erlebt hatten. Und wir begannen zusammen, hungrige Menschen zu ernähren. During that work, I met many children who couldn't go to school because of poverty. Während dieser Arbeit, während diesem Dienst, begegnete ich vielen armen Kindern, die wegen der Armut und des Hungers nicht zur Schule gehen konnten. And this is something we encountered over and over again in the world's poorest places, that the very poorest children so often don't go to school. Und dieser Tatsache begegnen wir immer wieder in den ärmsten Ländern und Orten dieser Welt, dass oft die ärmsten Kinder nie zur Schule gehen können. They don't go to school because they're begging or they're working. They're doing whatever it takes to get the next meal on the table. Diese Kinder können nicht zur Schule, denn entweder sie betteln oder sie arbeiten, um die nächste Mahlzeit auf den Tisch zu stellen. Yet at the same time we know that a basic education for all is the key to lifting the world's poorest communities out of poverty. Zur gleichen Zeit wissen wir, dass der Schlüssel, um die ärmsten Gemeinschaften aus der Armut herauszuheben, eine wirkliche basisgute Ausbildung ist. So that's why we began Mary's Meals that year, simply by providing one meal every day for hungry children. Deshalb begannen wir Mary's Meals in dem Jahr, einfach um eine tägliche warme Mahlzeit in der Schule zu servieren. And we began in one small school in Malawi, and we had about 200 children. Wir begannen in einer kleinen Schule in Malawi und damals ernährten wir ca. 200 Kinder. And as soon as we started to provide the meals, more children came to school for the first time. Sobald wir begannen, die Mahlzeiten zu servieren, kamen plötzlich mehr Kinder in die Schule und zwar zum ersten Mal. And we realized that this work wasn't just a good idea, it was something that could really work. Und wir merkten, dass dieses Werk nicht nur eine gute Idee war, sondern das wirklich klappen könnte. And from the beginning of that particular work, we gave it especially to Our Lady and asked her to intercede for us and to show us how she wanted us to do this work. Von Anfang an gaben wir dieses Werk auf besondere Weise der Mutter Gottes. Wir bitten sie, es zu schützen und auch uns zu zeigen, wie wir es machen sollen. Das machen sollen. And from the beginning, we did this work with the local community, with a real partnership with them.
Von Anfang an begannen wir das Werk mit den dortigen lokalen Gemeinschaften. Es ist eine Zusammenarbeit mit ihnen. All the daily work of cooking and serving the food is done by local volunteers who give up their time. Die ganze Arbeit, die Nahrung vorzubereiten, zu kochen und auszuteilen, geschieht mit freiwilligen Mitarbeitern, die vor Ort sind, und die machen die große Arbeit. And it's been amazing to watch this work grow from those 200 children till today. Over 500,000 children are being fed every day in 16 different countries. Es ist beeindruckend zu beobachten, wie dieses Werk gewachsen ist. Von 200 Kindern sind wir auf über 500,000 gewachsen, die in über 16 Ländern heute eine warme Mahlzeit täglich erhalten. It's wonderful at this stage to be able to meet young people who are now leaving school and going on to a completely new life because they had the opportunity of school. Es ist wunderschön zu beobachten, wie junge Menschen heute schon ihre Schule verlassen und in weitere Studien oder in gezahlte Arbeit eintreten können, um später ihr eigenes Land zu unterstützen. Alles das wegen diesem Werk. Last year, when I was in Haiti in one of the terrible slums there, I met a young boy called Jimmy. Letztes Jahr, als ich in einem von den schrecklichen Slums in Haiti war, begegnete ich einem jungen Mann, der Jimmy heißt. He is now 18 years old. He is just leaving school. Heute ist er 18 Jahre alt. Er verlässt gerade die Schule. He told me he never would have been able to go to school without Mary's meals. Er sagte mir, er wäre niemals fähig gewesen, zur Schule zu gehen, wäre es nicht für Mary's Meals gewesen. He spoke to me in perfect English and explained that he had just been accepted to go to college to study agriculture. Er sprach mit mir in vollkommenem Englisch und sagte, er war gerade in einem College angenommen worden, um Landwirtschaft zu studieren. He told me his desire in life is to help the people of Haiti grow more food so that they do not need to depend on aid. Er sagte mir, dass es sein Wunsch sei, die Menschen in Haiti zu lehren und zu belehren, wie sie mehr Nahrung anbauen können, damit sie nicht immer von anderen abhängen. And I think it's young people like Jimmy in Haiti and people like him in Africa and other countries. It is them who will lift their own communities out of poverty. Und ich glaube, dass diese jungen Menschen wie Jimmy in Haiti, Leute wie Jimmy in Afrika und in anderen armen Ländern dieser Welt, diese jungen Menschen werden ihre Gemeinschaften aus der Armut herausheben. As we go on with Mary's Meals, we continue to see many unexpected beautiful things happen, things that we never planned. Während wir mit Mary's Meals voranschreiten, sehen wir viele andere wunderschöne Dinge, die passieren, die wir überhaupt nie geplant hatten. For example, in Kenya, we feed children in a place called Eldoret. Zum Beispiel in Kenia ernähren wir Kinder in einem Ort, der heißt Eldoret. In that place, about 2 years ago, there was terrible conflict between tribes after their election. Many people were killed. Vor 2 Jahren herrschten dort schreckliche Konflikte nach der Wahl und viele Menschen waren in diesen Konflikten drin und viele werden umgebracht. And for that reason, many of the children we feed there are orphans. Und aus diesem Grund sind viele der Kinder, die wir dort ernähren, Waisenkinder. Recently, the Kenyan people who organize that work came to speak to us. Vor kurzem kamen die Menschen, die dort unser Werk organisieren, um mit uns zu sprechen. They said, "Do you realize what is happening because of Mary's Meals?" Sie sagten uns, seid ihr euch bewusst, was da passiert, dank Mary's Meals? He said the children from those 2 different tribes who were at war are now coming to school together because of the food. Die Kinder, die von diesen 2 Stämmen, die einander bekriegten, diese Kinder kommen zusammen zur Schule wegen der Nahrung, wegen Mary's Meals. And they said to us that they really believe that this will bring about a true and lasting peace in their community. Und sie sagten uns, dass sie in Wahrheit glauben, dass dieses Werk einen anhaltenden Frieden in ihrer Gemeinschaft bewirken kann. But as well as those many beautiful unexpected things we experience, we also continue to see much suffering. Und während wir so schöne Sachen beobachten, die passieren, so erleben wir auch weiterhin viel Leid. In East Africa today, many millions of people are starving to death. Heute sterben und verhungern viele Millionen Menschen in Ostafrika. Recently, we began working in Somalia for the first time.
Vor kurzem begannen wir zum ersten Mal in Somalia zu arbeiten. I have some good friends from Malawi who are Muslims who have set up a very good organization in Mogadishu in Somalia. Ich habe Freunde in Malawi, es sind Moslems, die haben eine gute, schöne Organisation aufgebaut in Somalia. And this has made it possible for us to buy food die in Nahrung zu Malawi kaufen and to move it und sie nach into. Mogadischu hineinzufahren, um den verhungernden Menschen dort zu helfen. At the beginning of September, I travelled in with our first plane load of food to make sure it reached the people. Anfang September reiste ich mit unserem Flugzeug und unserer Nahrung hin, um sicherzugehen, dass die Nahrung wirklich die Menschen erreicht. And I was shocked by what I saw there. Ich war schockiert von dem, was ich dort sah. So many people starving, so many people who had walked over 100 kilometers looking for food with their children. So viele verhungernde Menschen, so viele Menschen, die über 100 Kilometer gelaufen waren, zusammen mit ihren Kindern, nur um etwas zu finden. I spoke to mothers whose children had died on their walk. Ich sprach mit Müttern, deren Kinder auf dem Weg gestorben waren. I spoke to other women who were caring for many orphan children. Ich sprach mit anderen Frauen, die sich um verwaiste Kinder kümmerten. And everywhere I looked in Somalia, people were carrying guns. Und wohin auch ich blickte in Somalia, trugen die Menschen Waffen. And the morning I woke up there, I felt a little afraid and a little far away from home. Am ersten Morgen, als ich dort aufwachte, fühlte ich mich ein bisschen wie beängstigt oder verängstigt und fühlte mich sehr weit weg von zu Hause. I think especially because there is no church in Somalia today, and all my friends were outside on their prayer mats while I was praying my rosary. Wahrscheinlich auch wegen der Tatsache, dass es keine Kirche gibt, irgendwo in der Nähe dort von Mogadischu in Somalia. Und alle meine Freunde waren zu Hause in ihren Gebeten, in ihren Kirchen und ich betete allein meinen Rosenkranz. And then I realized that it was the 8th of September, Our Lady's birthday. Ich realisierte dann plötzlich, dass es der 8. September war, der Geburtstag der Mutter Gottes. And I thought how beautiful it was that day on her birthday we were bringing food for the first time to people there in that country. Und ich dachte mir, wie schön das ist, dass wir an ihrem Geburtstag zum ersten Mal Nahrung in dieses Land bringen konnten zu den Menschen dort. And it was very special later that day to see all our bags of food with Mary's meals written on them in the refugee camps. Es war sehr besonders für mich, unsere ganzen Säcke dort zu sehen mit dem Namen Mary's Meals drauf geschrieben in den Flüchtlingslagern. Last week I was in Rome. There were a group of us who were invited to meet there with the Holy Father. Letzte Woche war ich in Rom. Es war eine Gruppe von uns, die eingeladen wurden, dem Heiligen Vater zu begegnen. He wanted to speak to representatives of volunteer groups like Mary's Meals, and he wanted to encourage us. Er wollte zu den Vertretern von Gruppen sprechen, die freiwillige Mitarbeiter haben, so wie Mary's Meals, und sprach zu uns. And it was a great privilege to go there and to hear him speak. Es war ein großes Privileg, dorthin zu gehen und ihn sprechen zu hören. He described those of us involved in this work as visible instruments of God's love in the world. Er sprach zu uns und er sagte, Menschen wie wir, die in diesen Arbeiten drinnen sind, wir sind wie sichtbare Instrumente der Gottes Liebe in der Welt. And he reminded us how this world is so full of suffering, of poverty, of ignorance, of loneliness. Er erinnerte uns daran, wie voll unsere Welt ist, voll von Leid, von Armut, von Ignoranz. And he reminded us also to do this work properly. It needs to be a work that is rooted in prayer. Er erinnerte uns daran, dass wir unsere Arbeit ordentlich verrichten sollen. Diese Arbeit muss im Gebet verwurzelt sein. And for me, this is so important for Mary's Meals, that we remember that this work is a fruit of prayer. Für mich ist das so wichtig, was Mary's Meals betrifft. Wir müssen uns daran erinnern, dass es eine Frucht des Gebetes ist. Sometimes there can be a temptation to talk about all these amazing numbers of children fed and so on. Manchmal kann es eine Versuchung sein, zu sprechen über diese wunderbaren Zahlen dieser ganzen Kinder, die ernährt werden und so fort.
But it is more important to remember that this work is a work of the heart. Aber es ist wichtiger, sich daran zu erinnern, dass dieses Werk ein Werk des Herzens ist. It's a work of love for individual people, not just numbers or statistics. Es ist ein Werk der Liebe für Personen, für individuelle Menschen, nicht für Massen und Nummern. And I think if we continue to do the work in this way, we can feed people who are hungry, not just for food. Wenn wir weitermachen und dieses Werk auf diese Weise verrichten, dann werden wir auch Menschen ernähren, die nicht nur nach Nahrung hungern. Because together we can help point people back to God's love, to Jesus. Weil zusammen können wir Menschen helfen oder können wir sie dazu bringen, sie wieder auf Jesus, auf Gottes Liebe hinzurichten. So I just want to thank all of you so much who are supporting this work so generously. Ich möchte Ihnen allen so sehr danken, Sie, die dieses Werk so großzügig unterstützen. I want you to know that all your acts of kindness are saving people's lives and transforming people's lives. Ich möchte, dass Sie wissen, dass Ihre ganzen Taten der Güte und der Liebe und vielen, vielen Menschen das Leben retten. Thank you very much. Danke sehr. Praise God. Gott, gepriesen sei Gott.